The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to. What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history.
We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop. Your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Okay, Leute, zuallererst leckt mich am Arsch. Das war jetzt eine Wendung. Ich muss zwar sagen, mich nerven diese unnötigen Cutscenes teilweise wirklich, weil die war jetzt genauso lange wie damals, als Snake diese Fotografien gemacht hat und als Ocelot Metal Gear Rex oder Ray entführt hat. Und dass es jetzt so viele Offenbarungen gab. Ich kenne mich jetzt zum Beispiel nicht aus. Der Oberst soll anscheinend eine künstliche Intelligenz gewesen sein, was uns Otacon erklärt hat. Ist jetzt Rosemary, also Rose, die Freundin von Jack, auch nur eine Illusion, in Klammer eine künstliche Intelligenz? Oder ist sie wirklich seine Freundin? Und Raiden soll quasi der einzige Prototyp der Familie Snake sein, der quasi, also aus den Genen von Snake sein, der perfekt geworden ist, weil er halt auf seine Vergangenheit geschissen hat. Also ehrlich, Leute, ich finde das jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber ich würde sagen, versuchen wir mal den Endkampf zu meistern. Wow, wow, wow. Ach so, wir müssen hier währenddessen die Luft anhalten. Okay, das hat mir keiner gesagt, Leute. Und wir haben jetzt nur das Schwert. Oder? Nee, wir haben schon anderes Zeug auch noch, aber ich nehme einfach mal sehr stark an. Ja, ich bin mit dem Schwert zwar gut, also ich bin generell ein Nahkampf-Fan in dem Sinne, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste. Wow. Was soll ich denn mit dieser Feuerspur hier anfangen? Ja, ich versuche mein Bestes, Leute. Das letzte Duell nehme ich einfach mal an. Und das sieht nicht gerade einfach aus. Also wenn das Spiel danach endet, bin ich ehrlich gesagt ziemlich verblüfft. Also die Wendungen waren jetzt extrem, aber ich würde jetzt nicht sagen, zu überraschend. Dass Ocelot dann letztendlich abgehauen ist und was mit Snake passiert ist, hat man ja auch nicht direkt gesehen. Man hat nur gesehen, dass er quasi abgestürzt ist oder nachgestürzt, sagen wir es mal so. Ja, komm schon. Achso, der hat ja 2 Energieleisten. Heilige Scheiße. Achso, das ist dasselbe Schwert wie vorher eigentlich. Sehe ich zumindest so. Ja, okay, mit dem Schwert ist das echt ein bisschen... Muss ich ehrlich sagen, ich will jetzt nicht sagen scheiße, aber... Ich muss ehrlich sagen, er bewegt sich ein bisschen doof. Aua. Haben wir nur eine Ration hier? Aua. Ja, ich muss hier wahrscheinlich den Atem anhalten. Das habe ich jetzt wieder mal vergeigt. Ja, benutzen wir die Ration, ist ja auch egal. Ich brauche auf jeden Fall mehr Rationen, wenn ich diesen Penner
schlagen will. Er ist verdammt gut. Oder ich bin einfach nur schlecht, sagen wir es mal so. Ich will gar nicht wissen, wie das auf schwer zu spielen ist. Ganz ohne Scheiß. Okay, ich habe keine anderen Waffen, habe ich gerade festgestellt. Und er hat ja zusätzlich diese Tentakeln auch noch. Ja, ich bin wie gesagt eigentlich ein guter Kämpfer, was das angeht. Aber hier ist die Steuerung etwas behindert, will ich jetzt nicht sagen. Aber ja, warum hat ihn das jetzt nichts gekostet? Ich meine, ich habe doch voll getroffen. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen überflüssig, aber ich finde es doof. Ja, jetzt. Solidus, du bist nicht gerade fair. Ich kämpfe hier mit harten Bandagen. Kann ich ihn überhaupt mit dem... Ja, kann ich schon. Theoretisch gesehen schon, aber wahrscheinlich zieht das Schwert einfach mehr ab. Nein, nicht schon wieder ins Feuer. Oh Mann, ist das doof gemacht, Leute. Ohne Scheiß jetzt. Und bitte schreibt mir jetzt nicht in die Kommentare, eigentlich wäre der Kampf eh Watschen einfach, wenn du das und das gemacht hättest, weil... Egal, was mir jetzt jemand sagt, für mich ist das ehrlich gesagt schon eine schwere Scheiße hier. Er wehrt auch ziemlich viel ab, was ich so gesehen habe. Ja, ich habe jetzt eigentlich geblockt. Ja, ich werde sowieso sterben. Also beim ersten Versuch ist man immer am Arsch. Ja, leck mich, du Penner. Wahrscheinlich brauche ich jetzt auch keine Ding mehr. Nein, jetzt... Ja, ich versuche eh meine Luft anzuhalten, aber es ist nicht einfach. Oh Mann, ist das ein behinderter Kampf, ehrlich gesagt. Also, ich meine, ich finde es cool inszeniert, aber... Erstens, man macht beschissen wenig Schaden. Was ich mal andeuten muss, also man macht wirklich beschissen wenig Schaden. Und er soll unser Vater sein, beziehungsweise unser Ziehvater. Ja, jetzt sind wir gestorben. Die wollen uns ja quasi nur testen, wer ist der bessere Prototyp des Snakes. Ist es tatsächlich Raiden oder ist es Solidus? Habe ich schon gewissermaßen gecheckt. Okay, mit diesem Stoß kommen wir offenbar an uns ran. Ja, im Prinzip können wir eh nichts anderes machen, als da einfach anzugreifen. Ich drehe die ganze Zeit den Stick wie ein Blöder. Aber er kann ja zwischendurch diese scheiß Tentakelangriffe machen. Und er wird auch viel besser ab, nebenbei bemerkt. Ja, die! Das wird dir nicht viel bringen, Raiden. Und er schießt auch noch diese komischen Raketen hier raus, was ich im Übrigen voll behindert finde. Ja, okay, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Schaden zugefügt als vorher. Aber auch noch nicht blendend. Ja, ich werde das auch wieder zusammenschneiden, weil ich werde das beim ersten Mal sicher noch nicht schaffen. Abgespeichert wurde eh, das heißt, ich muss quasi, falls ich aufhören würde, nur die Cutscene abbrechen, dann sind wir eh schon hier. Ja, weil ich bezweifle ehrlich gesagt, dass wir das jetzt schaffen. Und was jetzt mit Snake und Otacon passiert, frage ich mich schon auch, weil die beiden sind doch ein fester Bestandteil. Ja, aber ich blocke doch. Oder kann man diesen Angriff nicht blocken? Jawohl! Deswegen lernt man den Umgang mit dem Schwert, obwohl ich es ein bisschen schade finde, dass man das quasi erst am Ende des Spiels wirklich ausführen kann, weil wenn man schon etwas lernt, dann will man das ja eigentlich von Anfang an durchziehen. Okay, er selber macht eher wenig Schaden, aber das Feuer macht so viel Schaden. Jetzt blockiert der Penner auch noch. Ja, und dieser Angriff kann man nicht. Kann nicht abgeblockt werden, alles klar. War ja nicht noch eine Ration dahinter? Nein! Nein! Jetzt habe ich X gedrückt statt Kreis. Ja, aber es war in dem Sinne nichts verloren. Also man kann jetzt nicht sagen, ich war am Gewinnen. Also es war eigentlich so mittelmäßig. Jetzt drehe ich wirklich mal den Stick wie ein Blöder. Aua. Okay, jetzt habe ich genau im falschen Moment auf nicht mehr blocken gedrückt. Deswegen konnte er mich jetzt relativ gut schlagen. Ich frage mich ja, welcher Angriff am meisten Schaden macht ihm gegenüber. Weil das ist ja auch immer relativ. Ich meine,
ich kenne mich jetzt mit Schwertkampf überhaupt nicht aus. Ich meine, ich habe schon einige Spiele gespielt, wo man mit Schwertkampf unterwegs ist. Wie zum Beispiel Ninja-Gaiden. Aber... Jawohl! Nochmal Raiden! Ja, ich drehe hier gerade den Stick, der blöde, vielleicht hört man es ein bisschen. Ja, die Raketen kann ich nicht mehr blocken. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ja, wieso drehst du dich denn jetzt wieder um? Okay, Raiden ist ab und zu ein bisschen... Nein! Da kann ich in den normalen Nahkampfangriffen auch Schaden machen. Ich habe das vorher gar nicht richtig gecheckt. Aber ich nehme es mal an. Ja, er tritt zumindest ein bisschen. Aber Schaden wird er wahrscheinlich nicht viel entgegennehmen. Nein! Ja, jetzt bin ich genau in die Raketen rein. Ja, das war mein Fehler. Gebe ich zu. War nicht gut. Wow. Kann ich ihn eigentlich runterstürzen? Das wäre genial, Leute. Ohne Scheiß. Das wäre scheiß genial. Oder ihn ins eigene Feuer stürzen. Er hat ja viel mehr Kampfmittel als ich. Ich weiß jetzt, jemand sagt, das ist doch eigentlich eh Watschen einfach. Wie gesagt, ich finde das ein bisschen beklemmt. Ganz ehrlich, ich finde es bei der Steuerung her sehr beklemmend. Man muss schon direkt vor ihm stehen, damit man Schaden macht. Was ich ehrlich gesagt schon mal übelst behindert finde. Und wenn man blockieren will, dann schafft man es nicht wirklich. Ja, und warum dreht er sich dann immer zur Seite? Sehr fix, wie wir in Österreich so schön sagen. Ja, okay, das war jetzt echt gut. Ganz ehrlich, das war jetzt gut. Aber jetzt sind wir wieder in Flammen. In Flames. Und nein, obwohl ich Heavy Metal Fan bin, höre ich keine In Flames. Mir gefällt die Musik, die die machen, nicht so. Das ist kein Stück normaler Heavy Metal, es ist schon mehr so, Punk. Nein, Punk ist es nicht, es ist schon mehr so Industrial Metal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Industrial Metal kann ich gar nichts anfangen. Nein! Der geht doch nach oben! Ach so, mit. Ich dachte mit Kreis. Ich habe jetzt Dreieck gedrückt. Ja, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wenn ich ihn auf diese Weise besiegen muss. Ach so, er kann natürlich nicht runterstürzen. Ja, ist klar. Ja, nee, ist klar. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich unfair, weil auf diese Weise könnte ich ihn einfach runterstürzen und es ist erledigt. Aber der Freak hat ja noch dazu 2 Energieleisten. Und der blockiert so scheiß viel. Ja, ich weiß, ich beschwere mich die ganze Zeit, aber ich glaube, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen, warum ich mich gerade ein bisschen beschwere, weil... Ja, jetzt trifft er mich auch noch. Arschloch. Und keine Ration mehr hier, was ich so gesehen habe. Aber er weicht gut aus. Oder ich kämpfe einfach nur schlecht, sagen wir es mal so. Ich frage mich, ob es da ein Mittelmaß gibt, wenn ich ihm die grüne Energieleiste abgezapft habe. Aua! Ja, wie soll man das bitte schaffen? Ja, jetzt hat er mich getötet. Fuck.